Mit den Projekten DTC, Mind Plus und DIB stellen wir als VGF die Weichen für mehr Komfort, minimale Wartezeiten und einen reibungslosen Ablauf ohne Verspätung. Doch was bedeutet das konkret? Betrachten wir das am Beispiel von Familie Meier. Familie Meier wohnt in Frankfurt am Main und will am Wochenende die Oma besuchen. Sie möchten dabei die öffentlichen Verkehrsmittel der VGF verwenden. Da Herr Meier im Rollstuhl sitzt, informiert er sich auf seinem Smartphone zunächst über die Barrierefreiheit der Haltestellen. Dank des digitalen Datenbrokers erhält er außerdem alle standortbezogenen Fahrgastinformationen sowohl über die Gegebenheiten an der Station als auch für die geplante Route. So kann er die beste Verbindung auswählen und unnötige Umwege an den Haltestellen sowie Gedränge im Wagen vermeiden. Durch das Großprojekt DTC System Frankfurt der VGF mit der zugrunde liegenden CBTC-Technologie kann Familie Meier nun auf eine noch größere Vielfalt an möglichen Verbindungen zurückgreifen, denn die Technologie erlaubt den Zügen im Tunnel automatisiert im wandernden Raumabstand, also im absoluten Bremswegabstand zu fahren. Durch automatisiertes und sanftes Bremsen und Beschleunigen wird die Fahrt komfortabler und verschleißärmer. Und das spart auch Energie. So können mehr Züge gleichzeitig auf die Strecke, was lange Wartezeiten und überfüllte Züge verhindert. Das Projekt Mind Plus ermöglicht, dass Züge und Ampeln dank neuartiger CITS-Technologie miteinander kommunizieren, um Fahrtgeschwindigkeiten auch außerhalb des Tunnels zu optimieren, den gesamten Verkehrsfluss zu verbessern und gleichzeitig den Verschleiß und Energieverbrauch zu reduzieren. Zudem lässt sich der Verkehr aktiv beeinflussen und priorisieren, um diesen zu verflüssigen, damit etwa Krankenwagen oder der ÖPNV nicht aufgehalten werden und ihre Ziele noch schneller erreichen. Mit unseren Zukunftsprojekten DTC, Mind Plus und DIB machen wir öffentliche Verkehrsmittel noch attraktiver und leisten dabei auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und der Verbesserung der Luftqualität. Weitere Informationen zu unseren Projekten erhalten Sie auf der Webseite der VGF